Bist du da? Wir sind hier im Green Hill Hotel. Green Hill gewesen. Wir sagen jetzt auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Jetzt sitzt sie wieder da, aber jetzt hat sie Jetzt ist es zu spät. Es ist zu spät, genau. So, war ja nicht schlecht, aber ist halt schon ein bisschen runtergekommen, alles da. Die Bäder, die könnte man ruhig mal modernisieren. Insbesondere die Bäder. Und es ist halt immer wieder dasselbe. Ne? Rechts kommt was? Immer wieder hängt es an den Bädern. Ganz egal, wo du hingehst. 3. Naja, und in ganz England finde ich immer diesen Wasserstrahl. Das ist so langsam, so... Erstens das und in England gibt es offenbar kein Perlator im Wasserhahn. Das ist hier ein Fremdwort. Was ist jetzt ein Perlator? Ja, das ist halt dieses Sieb vorne in der Mündung vom Wasserhahn. Das gibt's hier, ne? Das läuft hier so raus. Tja, also Wigton ist der nächstgrößere Ort. Bleibst du wohl stehen? Ja, lass uns doch mal kurz über das Hotel sprechen, Spatzel. Ja. Also im Prinzip war es nicht schlecht, das macht einen sauberen, gepflegten Eindruck. Die Leute sind alle hilfsbereit, freundlich. Ja. Sie hatten einen schönen Speiseraum, eine Bar. Das war alles toll da, also so im Stil des 18. und 19. Jahrhunderts, klar. Doch, war in Ordnung. Essen war auch in Ordnung. Bis auf die zwei Sachen, die ich gerade erwähnt habe. Also Betten sind eigentlich immer... ja. Ja, was wir beide nicht sehr gerne mögen, ist eine Bettdecke für uns beide zusammen. Nee, da kriege ich eine Macke, ey. Und heute Nacht musste ich dann von diesem Großlaken das Innenleben rausmachen. Ich dachte, ich werde verrückt. Ja, weil es war wieder erwarten viel zu warm heute Nacht dort in dem Zimmer. Und dann mussten wir das Innenleben aus der Bettdecke rausnehmen, um uns dann nur mit dem Laken zuzudecken. Dann ging es eigentlich. Ja, das war gut. Ja. Naja, wie gesagt, Wasserhähne und Klosett und so weiter, das ist halt vermutlich hier in England so spezielle Art. Eiskalt und kochen heiß, das kommt hier traditionell aus 2 getrennte Hähne. Ja, und auch so, klar, da werden jetzt wahrscheinlich nicht oft Motorradfahrer bei denen absteigen. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber was mir halt immer fehlen, sind Ablagen. Ablagen und Steckdosen und Steckdosen. Das sind die Sachen, wo ich Wert drauf lege, die ich brauche. Und wenn du im Bad nirgends irgendwo ein Regal, eine Borde oder sonst was hast und weißt nicht wohin mit dem Zeug und da hast du bloß so ein kleines Waschbecken mit den lebensgefährlichen Wasserhähnen und vielleicht nochmal den Wasserkasten vom Klo und du kannst nirgends dein Zeug hinstellen, das nervt so ein bisschen. Naja, aber wollen wir mal nicht zu viel meckern. Nein, Wetter ist super. Es gab gestern noch lecker, also das muss ich euch erzählen. Ne? Ich habe gedacht, das ist irgendwie ein Fehldruck auf der Speisekarte oder so. Die bieten da Lasagne Bolognese an mit gerösteten Knoblauchbrot und Pommes. Knoblauch ist ja noch in Ordnung. Also das ist ja nicht irgendwie jetzt optional gewesen für die Leute, die Angst haben, dass sie nicht satt werden, sondern das gehört da dazu. Lasagne Bolognese mit geröstetem Knoblauchbrot und also da komme ich überhaupt nicht drüber weg und Pommes. Und dann sind das auch nicht so Pommes, wie man das so vielleicht von Mc's kennt, genau, das waren mehr so Kartoffelspalten, also grob geviertelte Kartoffeln und die dann frittiert. Ja, und... Aber war mega lecker, deine Bolognese. Die Bolognese war Lasagne Bolognese. Richtig lecker war die Lasagne. Ja, und da hat sie die erst serviert, ne? Und da waren dann schon gleich die beiden gerösteten Knoblauchbrote mit dabei. Und da habe ich gedacht, ja, das ist schon gar nicht schlecht. Und dann habe ich gedacht, siehst du, das mit den Pommes, das war irgendwie... Druckfehler, oder wir haben es nicht richtig gelesen. Und dann geht sie wieder zurück in die Küche und dann kommt sie noch mit einem Teller Pommes an. Ich habe gedacht, die schmeckt. Ja, aber das war bei dir auch beim Fisch. Aber du hattest ja Fisch und Chips. Da erwartest du ja, dass Chips damit mit dabei sind. Ne? Ja.
Naja, heute Morgen hatten wir uns dann Ham and Eggs bestellt. Das sind dann so die Eggs, also man kann dann wählen zwischen Scrambled Eggs, also Rührei, und Spiegelei. ja, Spiegelei war es ja nicht. Ich versuche die ganze Zeit schon rauszufinden, wie das dann heißt, weil Spiegelei ist ja, das ist ja dann irgendwie was so Sunny Side Up oder irgendwas in der Art. Naja, das eignet sich halt auch ein bisschen fester bei denen. Spiegelei wäre es gewesen, wenn Man das Gelbe wenn das Gelbe gesehen hätte, aber die machen das ja nicht so. Wie kann ich das erklären? Die drehen das nochmal um. Nee, nein, das wird nicht umgedreht, sonst wär's, nee. Also das auf keinen Fall. Aber das Spiegelei war es nicht, sondern es war oben auch weiß, aber innen drin war da irgendwie das Gelbe, keine Ahnung, wie die das zubereiten. Also, wenn du so willst, ein Spiegelei, ohne dass man das Gelbe sieht. Ist das hier irgendwie so ein morgendlicher Berufsschleichweg? Ja. Da sucht man sich schon extra eine kleine Nebenstraße, dann fahren alle anderen auch da. Wären wir mal auf der Hauptstraße geblieben, die hätten wir wahrscheinlich jetzt für uns alleine. Naja, also das waren unsere Erlebnisse beim Abendessen gestern und heute Morgen beim Frühstück. Es gab dann noch lecker Säfte und ganz leckere, süße Stücke. So kleine waren das allerdings. Naja, wenn man 3 nimmt, ist es auch ein großes. Genau. Ich habe dann gleich 3 genommen. Die waren aber wirklich sehr lecker. Und noch 1 Liter Saft reingepfiffen. Na gut, also. Dann geht's jetzt links an Carlisle vorbei. Na, in die Richtung liegt Carlisle. Ja, und wir sind gestern durch den Lake District gefahren. Da sind wir immer noch ganz platt, ganz baff, weil das ist da dermaßen geil. Und ich hoffe bloß, dass meine Aufnahmen was geworden sind. Ich hatte dann mittendrin irgendwann mal Schwierigkeiten mit meiner Fernsteuerung, die dann sich einfach aufgehängt hat. Bild ist eingefroren und die Knöpfe haben nicht mehr reagiert, gar nichts. Sie konnte drücken, was sie will. Es passierte nichts mehr mit den Kameras und deswegen habe ich leider auch keinen Überblick, bis wann die gefilmt haben. Und ich hoffe bloß, dass da, wo wir da in dem Stückchen waren, wo es mal so richtig geil war, also hätte ich nicht erwartet, vor Schottland schon so eine geile Landschaft da zu erleben. Wir mussten da 20% hoch. 20% Steigerung auf der anderen Seite natürlich wieder runter. Also da ging Und die es Straße, so hoch, ne? die Straße war die Hälfte von dem, was wir hier fahren. Ja, und links und rechts diese Steinmauern. Aber da habt ihr ja gestern genügend von gesehen, von den Steinmauern. So hoffen wir. Ja? Also, ich frage mich ja immer noch, wie die, wo die Steine hergekriegt haben. Das muss ich zu Hause echt mal nachschlagen. Rechts kommt was. Da muss ich ja zu echt. Der Einzige den ganzen Tag, der nicht da lang fährt. Da muss ich unbedingt mich mal schlau machen, wo die diese Steine alle herhaben, weil das ist irgendwie nicht von dieser Welt. Und wie die dann da verlegt haben, Ja. das kann ja nicht einer alleine gemacht haben. Ja, das sowieso nicht. Auch nicht 2. Nee. Da müssen ja Millionen von Leuten müssen da gearbeitet haben, um diese Mauern da alle hinzustellen. Die Pässe hast du ja griffbereit vorne, ne? Wie was? Die Pässe. Die Pässe? Ja. Wozu? Wenn wir nach Schottland einreisen, Brauchen wir nicht. braucht man nicht mehr. Nein, das brauchte man noch nie. Wir sind hier im Vereinigten Königreich, da gehört Schottland dazu. Ja, Also ich glaube, seit 1707 oder so braucht man ja ja, keine Person aber mehr. man weiß ja nie. Ja, das Wenn die stimmt. uns sehen, Das stimmt. Da machen wir Ausnahme mit den 2. Komm. Wie weit ist denn überhaupt bis zur Grenze? Ja, wo fahren wir denn überhaupt hin heute? Wir haben noch gar keine Karte gezeigt. Also, es geht heute von England nach Schottland. Sind gestartet, wie gesagt, in Red Dial
Wigton. Und wenn alles läuft wie geplant, dann sind wir heute Abend in Tynult. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Tynult geschrieben. Wir sind jetzt nähe Carlisle und damit gar nicht mehr weit weg von der schottischen Grenze. Die erreichen wir jetzt in ein paar Kilometern. Tja, und dann geht es weiter nach Jedburgh, wo wir unseren Treffpunkt mit dem Rest der Gang ausgemacht haben. Die 6 glorreichen 7, die sich jetzt gerade von Newcastle aus auf den Weg gemacht haben. Ja, und dann geht es von dort zügig weiter, teils über Autobahn, vorbei an Edinburgh nach Stirling und von dort dann auf die restlichen Kilometer zur Unterkunft. So, und wenn alles so läuft wie geplant, dann wären es heute so um die 360 Kilometer. So, und wenn ich mich nicht ganz irre, dann geht es hier gleich rechts über die Autobahn rüber. Aus irgendeinem Grund war ich der Meinung, dass wir nicht direkt durch die Stadt fahren. Hätten wir natürlich machen können, hätten wir auch gleich mal gesehen, wie es in Carlisle aussieht. Carlisle. Aber das verpassen wir jetzt gerade. Also wir sind so aufgeregt. Genau. Als ich die Route hier, die Strecke geplant habe, war ich noch der Meinung, lieber mal nicht so viel Kreisel mit Spatzel fahren. Und wo ich dann gesehen habe, Carlisle ist voller Kreisel, habe ich gedacht, nee, da fährst du nicht durch. Inzwischen sind wir ja schon Routiniers. Profis, besser wie die Engländer. Echt, ich sag's ja. Sprach's und es kam ein Kreisel. Hast du nicht eben auch gedacht? Die wollen uns jetzt auf die Probe stellen. 1, 2, 3. Oh, das war verkehrt. Das habe ich mir gedacht. Das war nämlich verkehrt jetzt. Du hättest ein bisschen weiterfahren müssen. Eine hätte ich müssen. Das passiert dir manchmal. Ja, ich habe gedacht, das ist hier so ein Mini-Feldweg. Können wir denn hier auch wieder drehen? Ich meine, ist das eine Einbahnstraße? Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ja. Das schneiden Sie doch einfach raus. Wieso? Wieso? Frei. Frei. Na gut, also dann sehen wir uns wieder, sobald es was zu sehen gibt. Und zwar in 2 Sekunden. Tschüss. So, langsam wird es wieder ein bisschen hügeliger. Mhm. Und das sind die letzten Kilometer. Ja, wenn es so ist, ne? Wenn es so ist, wenn du es alles richtig gemacht hast. Der Wegpunkt, oder es wird dann nicht, der Name des Wegpunkts wird dann leider nicht angezeigt. Ich weiß gar nicht, wieso zeigt der da oben nicht an, wie der nächste Wegpunkt heißt, wenn ich schon einen eingebe und den auch benannt habe. Nein, irgendein Scheiß wird da angezeigt, alles was mich nicht interessiert. Also es sind noch 5,5 Kilometer bis zum nächsten Zwischenziel und vielleicht ist das jetzt die schottische Grenze. Vielleicht habe ich aber vorher noch irgendwas anderes hingesteckt, was ich schon wieder vergessen habe, was das war. Das könnte man alles vermeiden, indem man da oben, wo jetzt dieses sinnlose B6318 steht, hinschreiben würde, wie der nächste Wegpunkt heißt. Die mit ihren Hecken, also Ja. ich weiß gar nicht, wie man sowas toll finden kann. Die Hecken direkt am Fahrbahnrand. Und dann nicht bloß so 1,50 Meter Hecke, ja war 3 Meter muss es sein mindestens, damit man auf Quiz nichts sieht. Echt ja.
spazieren. Da kam aber jetzt einer. Und du, normalerweise hättest du da nicht frei gesagt. Ich hab gedacht, du fährst dann ja auch gleich los. Ja, das stimmt. Also, Alles gut. Da glotzt man einmal nicht und schon kommt einer. Benton Bridge Inn. Letzter Engländer vor der Grenze. So, jetzt steht da der Name des nächsten Wegpunkts. na also. 900 Meter. Das ist ja hier vorne schon gleich. Ja, wahrscheinlich geht es da über irgendeinen Fluss drüber. Die werden ja die Grenze nicht einfach so gezogen haben. Meistens sind ja Flüsse eine Grenze oder Hügelketten. Brücken, Täler. Ja, irgend sowas. Da unten im Tal wahrscheinlich. Da wäre jetzt immer da gestanden, die Engländer gucken daneben, da sind die Schotten von da die Arschlöcher da drüben. Und die da drüben haben gesagt, guck mal, da drüben sind die Engländer die Arschlöcher. Rappel. Was denn? Das habe ich doch bei Braveheart genau gesehen, wie das war. Jawohl. So, 250. So, hol die Flasche Shampoos raus. Hast wieder keine mit, ne? Das heißt es vielleicht. Wir verlassen Schottland. Willkommen, ja, da war Willkommen in England. Ja. Und hier steht jetzt, da ist das Schild. Und du hast keinen Aufkleber, ne? Ja, ein Ding habe ich auch auf jeden Fall. Ein Ding-Aufkleber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was willst du denn jetzt machen? Ich will, dass du jetzt absteigst. Ja, weil ich gesagt habe, mach einen Aufkleber dran. Genau. So, So, wir machen jetzt einen Aufkleber. Auf die Schottland-Schilder. Jawohl. So, Schottland, wir sind da. Packen der Dudelsack aus, jetzt geht's los. Jawohl. So, wir sind in Jedburgh.
Heißt es jetzt eigentlich Jedburgh oder Jedburgh? Weil es heißt ja auch Edinburgh. Aber wieso? Beim Chris sagt man doch auch de Burg und nicht Chris de Burrow. So soll einer durchsteigen. Aber schön ist es. Spatzel, du bist schon wieder weg. Beziehungsweise die Kamera, die dich aufnimmt, ist weg. Wir müssen gegenüber von der Kirche ist das Café. Nee? Ja, hier war, da war zwar eine, aber nicht das, was wir meinen, genau. Wir müssen jetzt zur Abbey. Zur Abbey. Da ist die Abbey. Und da gegenüber ist ein Café. Da ist das Café, da sieht man schon. Wie schön, damit hat unser Treffen mit der Truppe fast auf die Minute geklappt. Klaus mit Jackie, Hoffe mit seiner kurzen und Ralf mit Elke reiten beim Café gegenüber der Abbey ein. Die rund 100 Kilometer vom Schiff in Newcastle bis hierher verlief für die 6 glorreichen 7 ohne Zwischenfälle. Ab jetzt geht es für Spatzel und mich im Verband weiter. Zuvor wollen wir aber noch rasch eine Kleinigkeit essen und ein Erinnerungsfoto schießen. Also bitte mal hersehen, hier kommt das Vögelchen. Bitte alle mal hersehen, huhu. Hallo, geht das auch freundlicher? Also, fast perfekt. Und jetzt fertig machen zum Aufsitzen, abrücken in 3 Minuten. So, Dele, guck mal. Was hat er Gesicht gezogen, als du GS gesagt hast, oder was? Nein, Heike war gerade ganz weit weg. Ach so. Ja, das wollte mal eine GS werden, aber es ist nur eine GSX geworden. Nein, ich hatte Hoffe. Wo willst du denn hin? Ach so. Ralf fährt schon mal. Tschüss. Das sind ihm jetzt zu viele Leute. Ich will euch nicht im Weg stehen hier mit euren Vielleicht Geländesportcafé. sprichst du mal mit mir. Ich wollte gerade aufsteigen. Ach so? Hast du den Fuß schon oben gehabt? Halbwegs. So. So, dann bin ich auf die andere Seite. Sind alle da? Ja. Ach so. Dann können wir ja los. So. Rollen alle? Ja, alle dran. Einer fehlt doch schon wieder. Ich sehe es doch. Auto zwischengefahren. Du hast doch die Finger am Lenker, du kannst doch gar nicht zählen, wer der fährt. Ich sehe alles. So. Dann haben wir uns jetzt alle zusammengefunden und jetzt geht's auf die letzten 200, 280 Kilometer. Je nachdem, wo wir jetzt gleich lang fahren. Hier geht's auch bloß, guck. E10 und Diesel. Das war's. Das war gestern schon im Lake District so.
Und hier in Schottland scheint das genauso zu sein. Also hochoktanigen Sprit oder so, das ist hier irgendwie nicht so gängig. Mach mal vorne ein bisschen langsam. Wie langsam? Ich darf nur 30 fahren. Ich fahre doch bloß 50 km/h. Also 30 Meilen sind 48 km/h. 50 sind 80 und 60 sind 97. Kann losgehen. Na, endlich. Ja, Freunde, nachdem wir, um Edinburgh zu umfahren, erstmal eine ganze Weile auf Schnellstraßen und Autobahnen unterwegs waren, ging es dann ab Stirling endlich so weiter, wie man sich das so vorstellt, wenn man an Schottland denkt. Entlang endloser Ufer und durch grüne Landschaften. Doch was hier den Eindruck einer gemütlichen Landpartie erwecken könnte, entpuppte sich in Wirklichkeit zur wahren Geduldsprobe. Denn bei Crinlarrick, etwa 30 Meilen vor unserem Ziel, gab es eine Vollsperrung. Mutmaßlich wegen einer der zahlreichen Baustellen, aber wie wir später von unserer Hauswirtin Renate erfahren sollten, wegen eines schweren Verkehrsunfalls. Jedenfalls hieß es dann umdrehen und über die Umleitung fahren. Jetzt ist es aber leider nicht so, wie man das vielleicht von uns gewöhnt ist, dass man dann eben die nächste rechts fährt und dann 2 Dörfer weiter wieder auf die ursprüngliche Route kommt. Nee. Hier mussten wir erstmal so einen richtigen Schlenker fahren. An einem Loch hinunter und am nächsten dann wieder zurück. Über Berge und über Täler, sodass wir am Ende insgesamt 150 Kilometer mehr auf der Uhr hatten. Aber wir sahen das Ganze dann doch von seiner positiven Seite, denn auf diese Weise bekamen wir, völlig ungeplant, gleich mal ein paar tolle Eindrücke von dieser Gegend, welche uns unter anderen Umständen verborgen geblieben wären.
sind jetzt endlich an unserem Zielort. Nachdem wir vorhin, als wir 50 Kilometer vor dem Ort waren, eine Umleitung getroffen haben, eine Baustellenumleitung. Und diese Umleitung, die hat uns jetzt mal schnell 120 Kilometer eingebrockt. Ist doch nicht so, dass man mal geschwind sagt, okay, wenn halt die eine Straße gesperrt ist, dann biege ich die nächste ab, das kannst du ja vergessen. Da kannst du hier über 2, 3 Loch oder Fjorde oder wie die Dinger heißen, kann man ausweichen. Mit dem Ergebnis, dass man wegen der einen Baustelle da 120 Kilometer Umweg fahren kann. 120 Kilometer, leck mich am Arsch, ey. Nee, nicht 120, sondern wie wir später per Navi ermittelt haben, 150 Kilometer. Aber geschenkt. Jedenfalls ist zu diesem Zeitpunkt sowohl Spatzels Sprechanlage als auch mein Plus Mesh bereits ausgestiegen, sodass ich mich nicht mehr mit Ralf und Klaus verständigen kann. Lediglich mein Spider RT verrichtet im Tankrucksack noch tapfer seinen Dienst, sodass Cäsar, die Kamera vorne auf der Armaturentafel, noch weiter unbemerkt die Gespräche im Mesh aufnimmt. Na gut, aber jetzt sind wir da, die nächste biegen wir rechts ab, also links abbiegen für Engländer, Schotten. Kommen wir von der anderen Seite rein, anders als geplant, nach Tainult. Was du? Die Zielflagge. Zielflagge? Biegt ihr rechts ab. Das ist. Nee, da. Das ist hier nicht. Spielschule, ey. Muss noch weiter rein sein. Wo wollt denn Ralf gerade hin? Ins Gebüsch oder was? Eigentlich nur draufbleiben. Ja. Da fahre doch nicht rein, ich glaube, ich spinne. Okay, also da kommen wir doch so rein wie... Aber auf jeden Fall ein bisschen in Ordnung. An der Kreuzung geht das nach rechts, an der Hauptkreuzung. Wie geplant. Das ist auf jeden Fall der Ort hier. Genau. Willkommen to Teig an Ult. Ja, nämlich. Stütze. Aber bist du Geradeaus, weiter. So, jetzt geht's nämlich hier so ein bisschen hier lang und dann mal da lang. glaube ich, dass das richtig ist. Ja, wie man hier sieht, haben meine Mitfahrer nicht das geringste Vertrauen in meine Ortskenntnis. Unglaublich, dass die nach der langen Strecke überhaupt noch hinter mir sind. Wir wissen nicht. Ja, ich kann nicht. Auf den Ort. Geht besser. Am sehr das wissen. Also das auf jeden Fall. Sie werden doch jetzt hoffentlich auch dahin wollen, wo wir unsere Unterkunft haben. Das ist aber eine kleine Brücke. Das sind Einheimische. Die wohnen da. Offenbar war mein Navi der Meinung, den Hintereingang zum Dorf nehmen zu müssen. Ist halt so, wenn man bei der Streckenplanung die Priorität auf Weg anstatt Zeit legt. Und deshalb gibt es hier beim Einzug in Tinnelt, wie der Ortsname übrigens korrekt ausgesprochen wird, nicht seine Hauptstraße zu sehen, sondern nur das Neubaugebiet am östlichen Ortsrand. Aber da müssen wir ja sowieso durch. Auf Gälisch bedeutet Tinnelt übrigens Haus am Fluss. Du wirst wohl stehen bleiben. Hallo? Siehst du das? Ja, rechts hoch, ne? Das ist vor der Kurve, ne? Da einer kommt.
an der Kirche rechts rein. Aber wir stehen da. Ja. Hast du Hoffe im Schlepptau gehabt? Ja. Ja, der steht hier. Der steht hier links hinter uns. Hab ich nicht gesehen. Ja, irgendein Geräusch im. Guck mal da oben, der Ätna in seinen Wolken. Der Ätna. Ja, zum Quietschen, ne? Ja. Hörst du von Fritze auch ein Quietschen? Ich hab, Nee, das quietscht. ich höre immer so ein Quietschen und ich bin der Meinung, das ist Fritze. Ich denke mal, das bin ich. Meinst du das Quietschen vor Freude oder was? Irgendwie vom Moped. Wenn bei mir was quietscht, dann würde ich ja affig werden. Da würde ich den ganzen Tag keine Ruhe geben. Ja, Fritze, holst du? das war ein Hubbel, du. Das war mal eine fette Nummer. Das hier ist auch eine fette Nummer. Boah, Alter. Die muss aber tun. Rebel Road. Und es ist da. Das ist es, wir sind da. Wir haben es geschafft. Was? Squirrel? Bonabi, Mus. Willst du absteigen? Das ist geschafft, mein Schatz. Oh, kann ich Rolf? Ja. Jetzt müssen wir erstmal einkaufen. Auto.